Lieben, schön, dass ihr auf mein Video geschaltet habt und hoffentlich ganz neugierig seid durch den Thumbnail und den Titel. Ja, alles, was ihr für dieses DIY-Projekt braucht, findet ihr unten in der Infobox, und es sind genau genommen nur 2 Teile und ein bisschen Tesafilm. Und ihr seht schon, es ist ein Abluftschlauch für den Trockner und eine Lichterkette bzw. ein Lichterband. Und das ist es auch schon. Ich habe das jetzt hier erstmal auseinandergezogen. Daraus werden wir eine Lampe machen. Man kann verschiedene Arten vielleicht auch ausprobieren, wie es einem am besten gefällt und auch wie lang dein Schlauch ist. Ich habe jetzt hier einen 3 Meter Schlauch und 5 Meter Lichterkette, wobei da auch 3 Meter natürlich gereicht hätten. Und ich schaue mir jetzt erstmal hier an, wie man das wohl ineinander stecken könnte. Und ja, simpler geht es eigentlich nicht. Man kann diese Drahtringe im Grunde genommen einfach ineinander stecken und bekommt es von da aus super wieder aufgeknotet. Man kann natürlich auch einen 5 Meter Schlauch nehmen, da kann man 2 Knoten reinmachen. Man hat verschiedene Möglichkeiten, das auch hinterher hinzustellen. Also man kann es legen, man kann es auch aufrecht hinstellen. Und ja, jetzt gucke ich mir mein Schlauch ist es ja auch nicht, ne? Es ist irgendwie so ein Lichterband. Ich weiß gar nicht das genaue Wort dafür. Sie hat jedenfalls 9,99 € gekostet und der Schlauch, der Trocknerschlauch 11,99 €. Wir sprechen also hier über knapp 22 € für eine wirklich abgefahren urige Lampe. Und vielleicht hat es der eine oder andere von euch ja sogar schon gesehen in einem Video, in einem Short. Ich habe die Inspiration auf jeden Fall von YouTube. Und ich wollte unbedingt so eine Lampe haben und bin ganz glücklich mit meiner Lampe. Sie hat einen festen Platz gefunden, wo sie jetzt steht und wo ich sie mir anmache. Und ich freue mich natürlich auf die dunkle Jahreszeit, wo man viel länger was davon hat. Ja, ich habe mir jetzt hier erstmal alles angeguckt, wie wird es zusammengesteckt, wie wird es zusammengebaut. Musste mir erstmal ein Verlängerungskabel noch auf den Schreibtisch holen, um zu schauen, ob das ganze Ding auch funktioniert. Und ja, das Ganze wird mit so einer Fernbedienung gesteuert und da musste ich auch erstmal gucken, welche Funktionen hat das alles. Also man kann dieses blinkende Licht machen, aber man kann natürlich auch Dauerlicht machen und dann in ganz vielen verschiedenen Farben. Man kann es natürlich auch einfach nur in weiß lassen. Oder eben halt auch so einen Wechsel einrichten. Dann laufen einfach alle Farben hintereinander immer wieder durch. Alle Farben, die auf der Fernbedienung abgebildet sind. Das ist auch wirklich richtig schön. Und ja, also im Grunde genommen wird das jetzt einfach nur da reingenommen. Und da seht ihr schon mein Tesafilm auf dem Tisch liegen. Mein Schlauch hatte jetzt ja so ein bisschen Plastiküberstand. Und da konnte ich das irgendwie mega gut dran kleben. Das hat sich auch richtig gut verbunden. Also manchmal ist ja so, dass die Sachen so ein bisschen silikonartig oder ölig oder so sind. Dann hätte das Tesafilm vielleicht auch gar nicht so gut gehaftet. Aber das war hier überhaupt gar kein Problem. Das hat bombenfest geklebt. Kann natürlich auch ein Stück Panzertape nehmen, whatever. Was man eben halt so da hat. Auch mit einer Klammer könnte es man theoretisch gesehen dran machen. Ja, eigentlich ist das mit einem Doppelklebeband, dieses Lichterband, aber ja, es reicht im Grunde genommen, wenn man das einfach da reinsteckt. Und ich hatte ja auch sowieso 5 Meter auf 3 Meter, also es hätte ja eh nicht gepasst und ja, ist ja auch absolut nicht notwendig. Das kann man einfach wirklich da reinlegen. Wenn das auf beiden Seiten festgeklebt ist, kann das ja auch nirgendwo mehr hin. Also es kann in dem Schlauch nicht mehr hin und her rutschen sozusagen. Und ja, jetzt habe ich ja erstmal so ein bisschen die Lichter irgendwie da drin gut verteilt und nehme mir jetzt wieder Streifen Tesafilm und klebe das jetzt an der anderen Seite dran.
Ich hätte mir ein bisschen einfacher machen können, indem ich einfach auch den Stecker da einmal irgendwie ziehe. Also den Kontaktstecker mache ich jetzt gleich, glaube ich, erst, wenn ich den Schlauch wieder zusammenlege. Also meinen Knoten da wieder reinmache. Ja, ich habe jeweils 2 Tesafilmstreifen dran gemacht. So, jetzt ziehe ich den Netzstecker und wackel noch mal ordentlich, dass es sich gut verteilt. Und jetzt kann auch schon der Knoten da rein gemacht werden und das Ganze miteinander verbunden werden. Das war auch mit dem, das Kästchen sollte natürlich draußen sein, ne, weil man den Empfänger ja sozusagen braucht für die Fernbedienung. Ich weiß nicht, ob der durch das Plastik so gut funktionieren würde. Insofern lässt man den am besten draußen hängen. Und je nach, also egal wie man den Schlauch hinstellt, man hat die Möglichkeit, das zu verstecken. Ja, ich mache das jetzt alles da rein und dann habe ich einfach 2 von diesen Drähten so zwischen den Fingern genommen und klebe die jetzt einmal mit Tesafilm ab. Das mache ich an mehreren Stellen, sodass mir das da einfach gut zusammen bleibt und nicht wieder auseinander geht. Also simpler geht es wirklich nicht. Meine Videolänge ist hier 8 Minuten. Viel länger habe ich auch wahrscheinlich nicht gebraucht, um das Ding zusammenzubauen. Ich hatte höchstens noch ein paar Schritte dazwischen von Steckdose suchen, die ich auf meinen Tisch legen kann und solche Sachen. Aber insgesamt ist es tatsächlich ruckzuck zusammengebaut und ja, wirklich einfach für jeden nachzumachen. So, jetzt hatte ich das Ding stehen und habe es dann mal in meine Wohnung getragen und geguckt, wo ich es hinstellen will. Der Platz ist nicht geblieben, aber schaut mal, wie toll das aussieht. Oh, ich liebe das auch mit den verschiedenen Farben, dass man sich da wirklich so seine Stimmung in den Raum holen kann. Es gibt ja auch richtig so Farbtherapien, wo man in so Räumen sitzt, wo eine bestimmte Farbe leuchtet. Also je nach Wohlbefinden kann man sich dann da auch noch mal eine Farbe sich dazu holen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat und dass ihr vielleicht sogar Lust habt, das nachzumachen. Es ist wirklich günstig. Es ist ein absoluter Hingucker, wie ich finde. Und ich freue mich auf eure Kommentare, freue mich darauf zu lesen, ob euch die Idee gefällt. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Eure Christine. Tschüss.